Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: Glaubenssätze oder so? Genauer, falsch programmiert? Liebe Zuschauer, ich möchte zunächst betonen, dass ich kein ausgebildeter Therapeut oder Psychologe bin. Meine Absicht ist es, mein Wissen und meine Erfahrungen mit euch zu teilen, insbesondere in Bezug auf das Thema Glaubenssätze und deren potenzielle Auswirkungen auf unser Leben. Auch möchte ich betonen, dass ich meine Erkenntnisse und mein Wissen auf Grundlage meiner persönlichen Erfahrungen und Forschung und Recherche teile. Glaubenssätze können einen erheblichen Einfluss auf unser Denken, unsere Emotionen und unser Verhalten haben. Ich glaube daran, dass das Verständnis dieser Überzeugungen und deren Auswirkungen auf uns äußerst wertvoll sein kann. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass meine Beiträge und Empfehlungen hier ausschließlich zur allgemeinen Information und zur Förderung des Bewusstseins dienen. Sie sollten keinesfalls als Ersatz für professionelle therapeutische Unterstützung oder Beratung betrachtet werden. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr persönliche Herausforderungen oder tiefgreifende emotionale Probleme habt, möchte ich euch dringend ermutigen, professionelle Hilfe von qualifizierten Therapeuten oder Psychologen in Anspruch zu nehmen. Diese Fachleute sind speziell ausgebildet, um euch in schwierigen Situationen zu unterstützen und individuelle Lösungen zu entwickeln. Bitte zögert nicht, professionelle Unterstützung zu suchen, wenn ihr sie benötigt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Georg Muratidis. Und nun zum Thema selbst. Glaubenssätze oder so? Falsch programmiert? Kommst du nicht weiter? Stagniert deine Karriere, auch das Selbstbewusstsein? Bist du mit dir unzufrieden? Hast du Gedanken wie ich bin nicht gut genug oder ich werde es nie schaffen? Oft sind das Mindsets, Glaubenssätze oder Traumata. Betroffen sind wir alle. Einige Glaubenssätze können wir selbst ändern, andere sind schwieriger zu entdecken und zu lösen. Die Programmierung, während den ersten 6 Jahren passiert es am meisten, ist, wie sich das Unterbewusstsein langsam die Umgebung und die Gesellschaft einprägt und dann, dass das der Grundstein für das weitere Lebensmuster ist. Das können von den Eltern Bemerkungen sein wie, die Reichen sind alles Gauner, Arbeiten ist eine Qual, das kostet viel zu viel, aus dir wird nichts, etc. Auswirkungen sind oft erst als Erwachsener sichtbar. Wir haben Blockaden, wir haben Probleme mit der Umgebung, mit Geld, wir können nicht Nein sagen und vieles mehr. Das kann schlussendlich auch ein Grund für einen Stress oder sogar Burnout sein. Kennst du an dir solche Blockaden? Kennst du deine Glaubenssätze? Fragst du dich manchmal, wieso du auf gewisse Sachen reagierst, getriggert wirst? Was sind denn Glaubenssätze? Warum Glaubenssätze wichtig sind und wie sie unser Verhalten beeinflussen? Glaubenssätze sind wichtig, da sie unsere Denkweisen, Emotionen und Verhaltensweisen, unsere Beziehungen, Karriere und unser allgemeines Wohlbefinden maßgeblich beeinflussen können. Sie sind tief verankerte Überzeugungen, die wir im Laufe unseres Lebens entwickeln und die unsere Wahrnehmung der Welt formen. Zum Beispiel, wie sie unsere Beziehungen, Karriere und unser allgemeines Wohlbefinden beeinflussen können. Hier sind einige Gründe, warum Glaubenssätze wichtig sind. Erstens, Wirkung auf das Denken. Glaubenssätze beeinflussen, wie wir die Welt interpretieren.
Positive Glaubenssätze können zu optimistischerem Denken führen, während negative Glaubenssätze pessimistische Gedanken fördern. Es beginnt, wie schon gesagt, in der Kindheit damit, dass du dich als relativ hilfloses Wesen daran orientierst, was deine Eltern, die Geschwister oder die anderen Erwachsenen sagen oder tun. Denn schließlich sind die ja groß und müssen also genau wissen, was richtig oder was falsch ist und ob etwas funktioniert oder nicht. Man kann also sagen, dass genau in diesem Lebensabschnitt die Weichen dafür gestellt werden, wie leicht oder wie schwer du es haben wirst in deinem späteren Leben. Zweitens, emotionale Auswirkungen. Unsere Glaubenssätze können starke Emotionen auslösen. Wenn jemand beispielsweise glaubt, dass er immer versagt, kann das zu Angst, Frustration oder Selbstzweifeln führen. Glaubenssätze haben erhebliche Auswirkungen auf unsere Emotionen. Wenn jemand zum Beispiel den Glaubenssatz hat, dass er in sozialen Situationen unattraktiv oder uninteressant ist, wird er wahrscheinlich starke negative Emotionen wie Scham, Angst oder Minderwertigkeitsgefühl erleben, wenn er in solchen Situationen ist. Diese Emotionen können dazu führen, dass er sich ängstlich oder gehemmt verhält, was die Interaktion mit anderen Menschen erschwert und die Befürchtung bestätigt, dass er in sozialen Situationen tatsächlich unfähig ist. Dies ist ein Beispiel dafür, wie ein negativer Glaubenssatz unsere Emotionen verstärken und negative Verhaltensmuster verstärken kann. Drittens, selbsterfüllende Prophezeiung. Glaubenssätze können sich selbst erfüllende Prophezeiung sein. Wenn jemand glaubt, dass er in sozialen Situationen ungeschickt ist, kann dies zu sozialem Rückzug führen und die Erfüllung dieses Glaubenssatzes bewirken. Selbsterfüllende Prophezeiungen sind Situationen, in denen unsere Erwartungen an ein bestimmtes Ergebnis dazu führen, dass dieses Ergebnis eintritt. Oft unabhängig davon, ob unsere ursprüngliche Erwartung war oder nicht. Ein klassisches Beispiel ist, wenn jemand glaubt, dass er in einem Test schlecht abschneiden wird. Aufgrund dieses Glaubens geht er möglicherweise nicht mit ausreichender Zuversicht in die Prüfung, ist nervös und gestresst und macht tatsächlich Fehler, die zu einem schlechten Ergebnis führen. Hier hat der Glaube ein negatives Ergebnis dazu geführt, dass dieses Ergebnis eingetreten ist. Im Kontext von Glaubenssätzen können sie selbsterfüllende Prophezeiung auslösen, indem sie unsere Handlungen und Entscheidungen beeinflussen. Wenn jemand beispielsweise den Glaubenssatz hat, dass er in Beziehungen immer verletzt wird, könnte er dazu neigen, sich emotional zurückzuziehen oder Distanz zu halten, um sich vor Verletzungen zu schützen. Diese Verhaltensweisen könnten dazu führen, dass seine Beziehungen tatsächlich scheitern oder nicht erfüllend sind, weil er sich aufgrund seines Glaubenssatzes nicht wirklich öffnet und engagiert. In beiden Fällen, also emotionale Auswirkungen und selbsterfüllende Prophezeiungen, verdeutlichen diese Konzepte, wie unsere Glaubenssätze unsere Realität formen können, indem sie unsere Wahrnehmung, Emotionen und Verhaltensweisen beeinflussen und manchmal dazu führen, dass unsere Überzeugungen sich selbst bestätigen. Es ist daher wichtig, negative Glaubenssätze zu identifizieren und, wenn nötig, aktiv daran zu arbeiten, sie zu verändern, um positive Veränderungen in unserem Leben zu ermöglichen. Viertens, Verhaltensmuster. Glaubenssätze beeinflussen unsere Handlungen. Wenn jemand glaubt, dass er unzureichend ist, könnte er sich zurückhalten und Chancen verpassen. Positive Glaubenssätze können hingegen motivierend wirken und zu produktivem Handeln anspornen.
Programme, die du immer wieder aktiv ausführst, werden zu Gewohnheiten. Das beinhaltet die Art und Weise, wie du dich anziehst, deine Art zu gehen, am Tisch zu sitzen, welche Tageszeitung du liest, welche Brötchen du isst, welchen Weg zur Arbeit du nimmst und so weiter. Das hat natürlich viele Vorteile, da du deine Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenken kannst, ohne die laufenden Aktionen zu unterbrechen. Doch das hat auch einige Nachteile. Diese Programme sind zum einen unbewusst, sodass du heute in der Regel gar nicht weißt, was dort schlummert. Zum anderen können diese auch extern, also ohne deinen willentlichen Einfluss, gestartet werden. Man nennt dies Triggern. 5. Widerstand gegen Veränderung. Negative Glaubenssätze können Veränderung und Wachstum behindern, da sie oft dazu führen, dass Menschen an ihren alten Überzeugungen festhalten. Dinge, die du immer wieder siehst, hörst, riechst, schmeckst und auch ertastest, werden zu deiner eigenen Erfahrung und damit zu deiner eigenen Wahrheit für dich. Diesen Vorgang nennt man Konditionierung und wurde durch den russischen Physiologen Iwan Pawlow erforscht. Konditioniert wirst du ab deiner Kindheit und in der Jugend auch permanent durch Schule, Vereine und Freunde. Später als Erwachsener, dann durch Beziehungspartner, Bekannte, Arbeitskollegen, Verbände, Religionsgemeinschaften, Interessengruppen und politische Gruppierungen. Schließlich werden wir darüber hinaus ganz massiv durch die Massenmedien und durch die Gesellschaft, in der wir leben, geprägt. Was besonders interessant ist, dass du diese Überzeugungen, Konditionen relativ ungefiltert übernimmst, wenn du glaubst, dass andere Menschen dies auch glauben. Wenn du immer wieder etwas wiederholst, sei es ein Text oder eine Handlung, dann wird es in deinem Unterbewusstsein aufgeprägt, eingebrannt und als automatisches Programm abgespeichert. Bei einer Demo in Köln skandierten Demonstranten mit „Ganz Köln hasst AfD“. Als ein Reporter sie fragte, ja warum, skandierten sie weiter mit „Ganz Köln hasst AfD“. Der Reporter versuchte es wieder und sagte, ja, das weiß ich jetzt, aber warum? Die Demonstranten skandierten weiter mit ihrer stereotypen Aussage. 6. Gesundheit und Wohlbefinden. Glaubenssätze können auch die physische Gesundheit beeinflussen. Stress und negative Emotionen, die durch schädliche Glaubenssätze verursacht werden, können sich auf den Körper auswirken und zu Gesundheitsproblemen führen. Glaubenssätze liegen nun wie eine Schicht über diese Prägungen und Programmen in deinem Unterbewusstsein, die du dir über die Jahre angeeignet hast und sind in der Lage, mehrere Programme gleichzeitig in dir zu starten, auch ohne deinen Willen. Die Art und Weise, wie Glaubenssätze unser Leben beeinflussen, kann sowohl positiv als auch negativ sein. Positive Glaubenssätze können uns stärken, motivieren und zu einem gesünderen und erfüllten Leben führen. Negative Glaubenssätze hingegen können unsere Entfaltung behindern, unsere Lebensqualität beeinträchtigen und zu physischen oder emotionalen Problemen führen. Es ist wichtig, sich bewusst zu werden, welche Glaubenssätze in unserem Leben existieren und, wenn nötig, schädliche Überzeugungen zu erkennen und zu ändern. Selbstreflexion, Therapie und bewusste Anstrengungen zur Entwicklung positiver Glaubenssätze können dazu beitragen, unser Leben in eine positive Richtung zu lenken. Um es noch einmal völlig klar zu machen: Dein Unterbewusstsein steuert dein gesamtes Leben.
Und Glaubenssätze sind die kleinen Rädchen darin, die dich am Laufen halten, positiv wie negativ. Der erste und wichtigste Schritt ist es also, sich seiner Gedanken, Gefühle und Handlungen bewusst zu werden. Warum? Nun, Glaubenssätze, die uns klein halten und kein Wachstum zulassen, entwickeln über die Jahre eine ganz besondere Eigendynamik, die in Form einer Abwärtsspirale wirken kann. Je länger wir die zugrunde liegenden Themen nicht angehen, desto unangenehmer werden die Konsequenzen mit der Zeit. Alle Menschen, Psychologen, Therapeuten, Selbsternannte, was auch immer, sprechen von Programmierung, von Glaubenssätzen, dass man sie ändern sollte, ändern müsste. Aber versuch mal jemanden darauf hinzuweisen, dass er seine Sprache zum Beispiel falsch nutzt. Als und nicht als wie. Als und nicht wie. Als und nicht wo. Sinn machen. Ich muss. Ich habe keine Zeit. Viele Männer können nicht kochen. Ich fühle mich diskriminiert. Alle Männer mit Bart sind Terroristen. Alle Männer wollen nur Sex, etc. Dann heißt es, ich bin Schwabe, das sagt man so bei uns. Du mit deiner Wortklauberei. Oh, leg halt jetzt jedes Wort auf die Goldwaage. Und hier könnte Folgendes dir von sehr großem Nutzen sein. Selbsteinfühlung, Selbstausdruck und Empathie. Und das alles nur durch Nutzen eines anderen Denk- und Sprachgebrauchs. Wie du das erreichen könntest, findest du hier auf meinem Kanal in den verschiedenen Themenvideos. Abschließend möchte ich betonen, dass ich offen für Fragen und Diskussionen zu diesem Thema bin und möchte die Zuschauer ermutigen, sich aktiv zu beteiligen. Das gilt natürlich zu jedem meiner Videos. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis. Weisheiten zum Mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.